Freunde, das hier ist meine persönliche Plastikfriedhof. Ich habe bei Amazon zwei verschiedene PETG-Filamente von unterschiedlichen Herstellern gekauft. Und ich sage euch, PETG ist eine Diva. Ich habe ewig an Software rumgetüftelt, bis ich die perfekten Einstellungen gefunden hatte. Beim blauen Filament hat es dann endlich geklappt. Spiegelglanzoberfläche, absolut stabil, keine Abrisse. Ich dachte wirklich, Vitali, du hast die Code geknackt. Seht euch das an, diese Blau ist perfekt. Das war das Ergebnis von harter Arbeit am Slicer. Ich war so stolz, dass ich dachte, ich kann das gleiche Setup einfach für den roten PTG nehmen. Der Plan war eigentlich, euch diesen Erfolg schon am 7. März in einer Show zu präsentieren. Ich wollte glänzen, also habe ich den roten Ring gedrückt, sah erst gut aus. Ich habe fast 3 Stunden lang geschliffen, nur Handarbeit, immer feiner geworden. Doch dann kam der Moment bei Polieren, die Stelle, an der man eigentlich den Erfolg sieht. Und was passiert? Genau an der Sichtseite sehe ich, dass die Schichten nicht richtig verbunden sind. Ein Abriss, trotz der gleichen Einstellung wie bei Blau. Ich sage es euch ehrlich, war entsetzt. Ich war richtig traurig und frustriert. 4 Stunden Arbeit mit Druckzeit, sogar noch viel mehr, einfach für die Tone. Ich konnte das so nicht präsentieren. Mein Zeitplan für das Video war im Eimer. Ich habe an dem Abend alles hingeschmissen und bin einfach nur schlafen gegangen. Ich war fertig mit der Welt. Jetzt 24 Stunden später bin ich ausgeruht und sehe das ganz anderes. Warum soll ich euch immer noch den perfekten Ergebnisse zeigen? Das hier die echte Werkstattrealität. Fehler gehört dazu. Ich zeige euch jetzt diesen Fehlschlag, damit ihr seht, dass euch bei mir nicht alles beim ersten Mal klappt. Das hier ist der erste Testdruck aus PLA. Ich habe damals sogar versucht, PLA zu schleifen und auf Glanz zu bringen. Diese Drehzahlring mit Sensorhalter war bis heute an meiner Maschine montiert. Bevor ich das richtige Teil drückte, mache ich immer erst Testteile. So sehe ich, ob der Ring passt und ob die Magnete richtig sitzen. Erst danach lohnt sich der richtige Druck mit PTG. Das rote PTG war von einem anderen Hersteller als das blaue PTG und genau das habe ich vorher nicht richtig geprüft. Beim blauen PTG hat das Schleifen und Hochglanzpolieren perfekt funktioniert. Deswegen dachte ich, mit dem roten Filament klappt das genauso. Aber diesmal war erst der erste Versuch mit dieser roten PTG und wahrscheinlich war die Qualität oder Verhalten bei Drücken an. Ich wollte mit dem roten Ring testen, ob diese Farbe zu meiner blauen Maschine passt. Später wollte ich vielleicht auch Zahnräder oder andere Teile rot lackieren. Natürlich ist das nicht exakt die gleiche Farbe wie Lack, aber für den ersten Eindruck reicht es. Ich baue den Ring trotzdem probeweise an die Maschine. Dann sehe ich direkt, wie Rot und Blau zusammenwirken. Bei der 3D-gedruckten Mutter habe ich auch Fehler gemacht. Im fertigen Video habe ich gezeigt, dass die Mutter funktioniert. Der Schlitten läuft leicht und das Spiel ist weg. Aber bis dahin war nicht alles perfekt. Die erste Mutter habe ich mit Einstellungen für Hochglanz gedrückt. Dadurch wurde das PTG zu hart und zu spröde. Für schöne Sichtteile ist Hochglanz gut, aber für Funktionsteile ist das gefährlich. Solche Teile müssen etwas elastischer bleiben. Darum drückte ich solche Funktionsteile lieber mit 70 bis 80% Füllung. Dann ist PTG nicht so spröde. Bei Einbau habe ich noch einen zweiten Fehler gemacht. War im Kopf noch bei alter Kupfermutter. Also habe ich leicht mit dem Hammer nachgeholfen. Und genau dadurch ist die gedrückte Mutter gebrochen. Kunststoff ist eben kein Metall. Bei der neuen Mutter war ich dann vorsichtiger. Nicht schlagen, nicht pressen, langsam einpassen. Und jetzt funktioniert sie sauber. Das hier ist nur ein Ersatzteil. Für Messuhr und einen Schalter habe ich auch zuerst PLA-Testteile gedruckt. Das ist noch nicht das Endteil. Das ist nur zum Prüfen, ob die Maße im Rahmen passen. Hier soll später der Einschalter treffen. Und hier kommt die Messuhr hin. Bevor ich das richtige Teil drücke, messe ich alles genau aus. Dann drücke ich erst eine einfache Schablone. So sehe ich, ob die Konstruktion wirklich in die Rahmen passt. Ich habe mehrere Testteile gedrückt, bis endlich sauber reingepasst hat. Das spart am Ende Material und Nerven. Erst wenn diese Schablone richtig sitzt, drücke ich später das endgültige Teil.
Der rote Ring hat wirklich Stress gemacht, aber so ist das der Werkstatt. Wenn ein Teil fast fertig ist, kommt oft noch das nächste Problem. Jetzt muss der Ring zuerst sauber an die Maschine angepasst werden. Er geht ein bisschen stramm rein. Ungefähr 3 bis 4 mm muss ich hier noch sauber anpassen. Nach dem 3D-Druck sind die Gewinde natürlich nicht perfekt. Darum schneide ich die Gewinde nochmal mit dem Schneidwerkzeug nach. Das Teil ist zwar 3D gedruckt, aber bei so feinen Gewinden muss man nachbearbeiten, sonst bekommt man die Schraube nicht sauber rein. Jetzt können wir Drehzahlsensor einbauen. Genau hier sieht man wieder Theorie und Praxis. Sind zwei verschiedene Sachen. Auf dem Tisch sieht alles passend aus, aber an der Maschine merkt man sofort, wo noch etwas klemmt. Hier komme ich mit dem Kabel so nicht richtig rein. Also muss ich die Kabelführungen noch etwas größer machen. Das Loch ist einfach zu klein. Ich nehme jetzt vorsichtig Material weg. Nicht zu viel, nur so viel, dass der Kabel sauber durchpasst. Das ist der Vorteil bei einem 3D gedruckten Teil. Man kann es noch nachbearbeiten, aber man muss vorsichtig bleiben. Wenn man zu viel wegnimmt, ist das Teil wird kaputt. Jetzt versuche es nochmal einzusetzen. Es will noch nicht sofort rein, aber ich gebe nicht auf. Ein bisschen nachsetzen, ein bisschen prüfen und dann schauen wir, ob es passt. So, ich hoffe, das hat etwas gebracht. Jetzt kontrolliere ich nochmal die Kabel. Hauptschalter aus, dann alles prüfen und erst danach Hauptschalter wieder an. Ich will sicher sein, dass kein Kabel irgendwo falsch liegt. Gerade nach meinen Fehlern mit dem Verpolung Drehzahlanzeige bin ich hier jetzt vorsichtiger. Ein falscher Anschluss reicht und das neue Display wird kaputt. Also lieber langsam arbeiten, alles prüfen und erst dann einschalten. Jetzt schalten wir den Hauptschalter an. Wenn alles richtig angeschlossen ist, könnten wir gleich weitermachen. Können wir auf 8 Hertz gehen, 6 Hertz, 53 Umdrehungen. Der Motor dreht sich. Müssen wir Hintenrad so festmachen und mit Schlüssel schnell den Richtung. So, jetzt ist gerastet. Wir packen Futter fest. Das hintere Rad nach hinten. So sieht er aus. Ich denke, rot ist gelungen. Was denken Sie? Rot, blau, den Ring auf rot oder blau tauschen. Hier will ich auch rot lackieren. Dann sieht schick aus mit dieser neuen Öltropfen. Jetzt mit der Tacho funktioniert alles. Und wenn wir die Steuerung vorwärts, verdreht er vorwärts. Aber mehr Umdrehungen. 68. Das bedeutet mehr Geschwindigkeit, aber weniger Kraft. Wenn wir umlegen wäre, ist neutral, das dreht sich nicht. Ja, der Tacho zeigt jetzt 0. Jetzt auf links, rückwärts. Jetzt 53, jetzt mehr Kraft und so weiter. Aber vorwärts drehen ist kein Problem. Wir können umschalten und dreht sich jetzt vorwärts. Das ist auch gutes Fiction. Wie das? Das ist für Gewinde schneiden. Wenn man den Stift rausnimmt, so, jetzt den Spindel läuft leicht. Jetzt ist 0. Wir starten vorwärts. Nein, rückwärts, dann vorwärts. Schauen wir auf Drehzahl. Drehzahl wird nicht zeigen, weil der Spindel steht still. Jetzt dreht sich, aber so langsam, noch langsamer, nur 14 Umdrehungen pro Minute zeigt. So kann man die Gewinde schneiden. 15 Umdrehungen mit fast 10 Hertz. Dass man schafft die Gewinde schneiden. Wenn am Ende kommt, der Hebel löst sich automatisch, weil ich muss ihn halten. Wenn ich loslasse, er bricht selbst raus. So, dann dreht sich das nicht. Und so kann man die gut Gewinde schneiden. Hauptschalter alt, aber er ist funktionsfähig.
Es ist ein bisschen lauter, aber Schlüssel auch. Richtig schon habe ich poliert. Nicht so wie alt sieht aus. Backenfutter kommt am nächsten dran. Ja, hier sieht jetzt das nicht schön aus. Das sieht mit Macken, so wie sehen Sie, das ist Abriss, ja, aber die ganze, ich denke, ist gut gelungen. Das ist diese Fläche, sieht gut aus, so sollte sein. So habe ich geplant. Und der Rot mit Blau, denke, kombiniert das gut. Was denken Sie? Schreiben Sie in Kommentare. Soll ich das rot machen, transparent, blau oder andere? Eine andere Farbe geht nicht. Oder Metallicfarbe, ja. Metallicfarbe glänzend habe ich nicht, aber muss ich das besorgen, PTG? Vielleicht, dass das Teil aus Metallic kommt. Das Teil ist als funktionsfähig, als Notbremse. Und, ne, stimmt, das funktioniert in der Richtung. Ja, das muss, es funktioniert nur in der Richtung, vorwärts. Das bedeutet, wir müssen mit dem Hebel umlegen. Jetzt dreht ihr vorwärts und jetzt abschalten. Was denken Sie, aus welcher Farbe soll ich das Teil ausdrücken? Habe ich gezeigt, hier kommt auch noch ein Teil, das ist ein Muster von innen, damit er passt genau auf diese Stelle, aber wird dicker und mit Schrauben, damit er hier drückt und hier zeigt. Das habe ich auch gekauft mit 10 mm, 25 mm Länge. Ich denke, hier wird blau gut passen, das kann sein rot. Schreiben Sie, was denken Sie? Weil manchmal ist es schwierig, selbst zu entscheiden, weil ich sehe das jeden Tag, aber ich möchte nicht nur, dass es die funktionsfähig, ich möchte, dass die auch in Zukunft ja, gut aussieht aus. Das macht Auge schon und ist für mich ist besser, wenn alles gut aussieht aus. Wie die Eiche brechen, da habe ich täglich das leicht alles ganz Dreck weg machen, dass ich auch Glanz lackiert und poliert diese Bretter.